Hallo, heute zeigen wir Ihnen, wie Sie die Zähne eines Metallreißverschlusses entfernen, wenn Sie den Reißverschluss kürzen möchten. Wir verwenden hierzu eine spezielle Schneidzange, einen sogenannten Formschneider. Diesen Formschneider fertigt für uns ein deutscher Betrieb, der seit fast 120 Jahren Spezialzangen produziert. Der Formschneider funktioniert ähnlich wie eine Kneifzange oder Beißzange, aber er besitzt einige wichtige Vorteile. Zum einen hat dieser Formschneider ein durchgestecktes Präzisionsgelenk. Das heißt, im Gegensatz zu einem billigeren aufgelegten Gelenk verzieht sich ein durchgestecktes Gelenk auch dann nicht, wenn man häufig mit hoher Kraft schneidet. Das Gelenk bleibt dauerhaft spielfrei, sodass man sauber und genau schneiden kann. Zum anderen sind die Schneiden auf etwa 62 Rockwell gehärtet. Zum Vergleich, ein Fleischermesser ist nur etwa 57 Rockwell hart. Außerdem besitzen die Schneiden beidseitig, innen wie außen, kleine Waten, auch Facetten genannt. Durch diese beidseitigen Schrägen lassen sich dicker Draht oder wie hier kräftige Metallzähne leichter schneiden und die Schneiden bleiben länger scharf. Darin unterscheidet sich dieser Formschneider von handelsüblichen Formschneidern für elektronische Bauelemente. Denn die Elektronik-Formschneider besitzen meist keine Waten, denn dort kommt es vielmehr darauf an, die dünnen Drähte bündig mit der Platine abzuschneiden. Zunächst löse ich das Anfangsteil vom Reißverschlussband. Das muss man nicht, aber man kann es dadurch später wiederverwenden. Setzen Sie eine Schneide zwischen Band und Anfangsteil an und die andere Seite etwa mittig hier hinten auf das Anfangsteil. Dann drücken Sie sanft zu, das Anfangsteil öffnet sich und man kann es leicht vom Band lösen. Nun komme ich zum auffälligsten Unterschied zu normalen Formschneidern. Dieser Formschneider hat eine glatte Seite und eine spitz zulaufende Seite. Bei einem normalen Formschneider verlaufen beide Seiten des Zangenkopfes schmal nach außen und stehen seitlich über das Gelenk hinaus. Bei unserem Formschneider steht nur eine Seite seitlich über. Wenn Sie mit diesem überstehenden Teil der Schneide etwas Dickes abschneiden, verzieht und verbiegt sich die Zange. Bei dünnen Drähten sind die auftretenden Kräfte meist noch so gering, dass die Zange von allein wieder in ihre Form zurückfedert. Die Zange ist auf etwa 42 Rockwell vergütet. Das heißt, der Zangenkörper ist nicht so hart wie die Schneiden, dafür aber zäh und auch etwas elastisch. Aber wenn Sie mit dem überstehenden Teil etwas Dickes schneiden und große Kräfte wirken, bleibt die Zange im schlimmsten Fall verzogen, das heißt, die Schneiden schließen nicht mehr gleichmäßig und Sie können nicht mehr sauber schneiden. Mit der glatten Seite hingegen können Sie den Formschneider so dicht neben den nächsten Zahn ansetzen, dass die Schneidkräfte, ich komme mal etwas näher, nahezu mittig auf das Gelenk wirken. Dadurch lassen sich dicke Zähne relativ leicht abschneiden und die Zange verzieht sich nicht. Achten Sie darauf, bevor Sie schneiden, dass Sie eine Schutzbrille aufsetzen, denn die Metallteile können sehr schnell durch den Raum fliegen. Achten Sie auch darauf, dass keine anderen Personen im Raum gefährdet werden. Sie können auch die Hand drüber decken, dann sehen Sie aber nicht mehr, was Sie schneiden. Also, wir schneiden den ersten Zahn ab und ich setze das jetzt mal sofort. Sie sehen das. Idealerweise beschädigen Sie das Band nicht
dabei, denn diese Füllschnur verleiht dem Reißverschluss eine gewisse Stabilität und vor allem auch, wenn Sie dann das Anfangsteil wieder anbringen. Ein Zahn muss noch weg und dann haben wir ihn so wie die andere Seite. Jetzt können Sie das Anfangsteil wieder anbringen. Das geht am besten mit der Osborne-Zange. Es gehen auch andere Zangen, aber mit dieser Zange geht es am besten. Die ist nämlich extra dafür gedacht. Und jetzt sehen wir mal, dass wir das gar nicht weit genug aufgebogen hatten am Anfang. Deshalb biege ich das mal noch ein Stück auf mit unserem Formschneider. Setze das Anfangsteil wieder zwischen die Backen der Osborne-Zange, stecke das hier drauf, drücke zu und das war's auch schon. Ja, wenn Ihnen das gefallen hat, schauen Sie auf unsere Website www.saxotex.de. Dort bieten wir Ihnen auch die Werkzeuge zum Kauf an.